Ja, herzlich willkommen wieder bei mir auf dem YouTube-Channel. Ich habe heute den Michael vom Fencing Club Dresden eingeladen. Der Michael und ich, wir kennen uns sehr gut und der Michael war einer der ersten, nein, eigentlich aber der erste, der allererste, Ja. der die St. George Jacke gekauft hat und auch viel und fest benutzt hat. Und ja, es gibt ja gewisse Gerüchte, dass die Jacke sich auflösen oder pulverisieren würde oder ähnliches, wie ich letztens erfahren habe, sonst wäre ich auf die Idee auch gar nicht gekommen. Deshalb, ja, danke Michael, dass du heute hier bist und uns einfach mal erklärst, was es eigentlich mit der Jacke auf sich hat, was du für Erfahrungen mit der Jacke gemacht hast, wie du auch am Verbesserungsprozess der Jacke teilgenommen hast über die letzten, ja, es sind ja schon mehrere Jahre inzwischen. Ja, seit wann gibt es die Jacke? 2021, oder? Genau, 2021, also Corona hatte angefangen und ich war mitten im Entwicklungsprozess und als dann das CE-Zertifizierungsverfahren durch war, kam Weihnachten, dann war die Bestellphase, da hattest du gleich mit als einer der ersten bestellt. Ja. Dann hast du die Jacke im Januar oder Februar bekommen und ja, und wir durften nicht fechten. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Ja, das war ein bisschen gemein, aber im Sommer ging es ja dann. Also da hast du deine Erfahrung gemacht. Ja, das heißt, bitte für alle einfach mal so deine Eindrücke, Positives, Negatives, alles, was dir so einfällt und ich werde dich dann nochmal erinnern an den Entwicklungsprozess. Warum habe ich mir die Jacke überhaupt gekauft? Du hast mir quasi den Prototypen gezeigt, hast mir auch, durfte ihn mal anprobieren, habe auch damit ein bisschen gefochten, konnte den Bewegungsspielraum erproben und wir haben auch Hieb- und Stichversuche gemacht, also immer im Vergleich. Ich habe meine alte Jacke angezogen, wir haben ein paar Hiebe gemacht, habe die neue angezogen, die Hiebe gemacht und das gleiche mit Stichen und dann quasi ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist denn die Schutzwirkung der Jacke. Und zum Vergleich, ich habe ansonsten eine von Space, eine AP, eine ganz normale 350N und habe bei den Hieben festgestellt, dass die Schutzwirkung für mich äquivalent ist und bei den Stichen ist es ein bisschen ungünstiger hier im Brustbereich. Das heißt, erstmal so grundsätzlich, wer die Jacke nicht kennt, die ist aus einem Obermaterial, das sind 800 Newton Stoff aus dem Fechtsport, also quasi ein stichsicheres Material und hat dann eine Polsterung, eine Kunststoffpolsterung als Zwischenlage und innen dann nochmal so ein Innenfutter. Ne? Innenfutterstoff. Innenfutterstoff. Und hier an den Schultern nochmal so extra Applikationen, nochmal so einen anderen erweiterten Kunststoff, nenne ich es jetzt mal drunter. Der Vorteil, weswegen ich mich dann auch für die Jacke entschieden habe, war einmal, dass sie von der Hiebwirkung, habe ich gesagt, ja, fühlt sich ungefähr gleich an. Also es war jetzt nicht, dass ich sage, um Gottes Willen, die Hiebe gehen gar nicht, sondern wenn man da mit dem Langschwert draufhaut, also ich muss dazu sagen, ich bin Langschwertfechter und wenn man mit dem Langschwert da gehauen wird, war das für mich okay. Jetzt bin ich vielleicht robuster als andere, habe auch eher das Credo, lieber mehr Beweglichkeit und so viel Schutz wie nötig, versuche da ein bisschen Bewegung reinzukriegen und das war der große Vorteil. Also die Jacke ist unglaublich leicht im Vergleich und unglaublich beweglich. Also dazu muss man sagen, dieses Innenmaterial, das Kunststoffpolster geht hier nur bis zum... Ich kann dir auch helfen beim Halten. Genau, die Jacke hat hier bis über den Ellenbogen, das ist aber auch so das Design und die unteren Ärmel sind dann sozusagen nur so wie eine olympische Fechtjacke. Und alles zusammen führt dazu, dass die Jacke unglaublich bequem ist. Also selbst mit Protektoren, die man dann noch drüber hat, ist es wirklich sehr, sehr angenehm, die Jacke zu tragen. Sie ist auch super schnell wieder trocken, muss man sagen. Jetzt im Sommer ist es wirklich so, du trainierst und kannst sie super einfach auf links drehen auch. Also das finde ich auch sehr, sehr angenehm, einfach das Ding zu nehmen und dann einmal auf links drehen zu können. Das ging mit meiner anderen Fechtjacke nicht so leicht. Und die ist super schnell trocken. Also man kann sie an einem Tag waschen und trocknen und muss dann nicht eine Woche warten.
Was war das Problem oder was ist das Problem, weswegen vielleicht auch die Pulverisierungsgerüchte entstehen? Das hauptsächlich meiner Meinung nach dieser Innenstoff. Der ist ein bisschen empfindlich. Das sieht man, ich kann es mal in die Kamera halten. Hier an der Stelle, dass das Material so ein bisschen einreißt und auch gerne mal an Nähten, das ist jetzt hier nicht der Fall, aber das dann insbesondere wo so eine Naht ist, das dann entsprechend einreißt und dann wie bei einer Strumpfhose so eine Laufmasche zieht und dann irgendwann den Punkt erreicht hat, dass man das halt flicken muss. Und das war aber insofern nicht das allzu große Problem, da ich die Jacke immer problemlos zurückschicken konnte. Also es gab dann ein Retourenlabel, es ist zu Ullmann zurückgeschickt worden und sagen wir mal 1-2 Wochen später hatte ich die Jacke wieder zurück. Da ich die allererste hatte, war ich sozusagen in den Entwicklungsprozess dann noch ein bisschen eingebunden. Im ersten, du kannst es dann detaillierter erklären, aber so im ersten Schritt wurde es einfach einmal genäht, dann wurden die Nähte optimiert und ich habe sozusagen ein paar Mal die Jacke bzw. die Hose einschicken müssen, weil das Innenfutter eben so ein bisschen zickig war. Da gab es dann aber auch entsprechende Neuerungen, da kannst du ja dann was dazu sagen. Und ein zweiter Aspekt der Haltbarkeit, und ich könnte mir vorstellen, dass sich das dann jetzt auch so ein bisschen umgesprochen hat, als das Problem bei der Jacke, oder was da ein Problem war, dass hier an dem Ärmel diese Naht mir bei einem Turnier aufgegangen ist. Also da habe ich einen Stich hier reinbekommen und das hat dazu geführt, dass diese Naht hier aufgetrennt wurde, aufgerissen wurde. Wir blenden auch gleich ein Bild ein, dass ihr das dann sehen könnt. Genau. Und das war natürlich nicht so cool. Also da war ich nicht so sonderlich begeistert, weil ich das auch gar nicht erst gemerkt habe. Hat dann jemand beim Turnier gesagt, hey, deine Jacke ist offen. Ich habe mal Reißverschluss geguckt, die Jacke ist so zu, nee, am Ärmel. Scheiße. Das ist natürlich ein Punkt, der problematisch ist. Da kannst du aber auch dazu sagen, wie ihr dann damit umgegangen seid. Und auch hier war dann wieder Jacke einfach einschicken, wurde repariert, wurde auch eine Fehleranalyse gemacht. Ist aber auch seitdem auch nie wieder aufgegangen? Ist seitdem auch nie wieder aufgegangen. Das wäre immer wichtig zu wissen. Ob das genau. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt dann, wie nutze ich die Jacke eigentlich? Ne? Ich bin Langschwertfechter und ich fechte auch gerne wettbewerbsorientiert, also hauptsächlich wettbewerbsorientiert. Das heißt, die Jacke wird eigentlich, so was das historische Fechten angeht, sehr, sehr stark beansprucht. Also wir trainieren 2-mal die Woche und man kann sich unser Training so vorstellen, dass eigentlich wir trainieren immer 2 Stunden und nach einer halben bis einer Dreiviertelstunde heißt es Jacke an und dann ist die exzessiv sozusagen Hieben und Stichen ausgesetzt auf einem kompetitiven Level. Und ich versuche zumindest, sagen wir mal, 2- bis 3-mal pro Jahr auch an Wettbewerben teilzunehmen, wo dann im Vorhinein der Anteil an Freikampf, an kompetitiven Übungen nochmal größer ist. Und das ist auch alles mit dieser Jacke möglich. Ne? Also es ist nicht so, dass man da sagt, nee, dafür ist sie ungeeignet, sozusagen von der Schutzwirkung her, das passt auf jeden Fall. Das ist natürlich aber auch eine Beanspruchung, die vielleicht nicht jeder hat. Ne? Also dadurch dann natürlich auch zu erklären, Jacke ständig an und aus und an und aus, sodass dann hier dieses Innenfutter auch eben entsprechend stärker belastet wurde vielleicht als bei anderen. Und genau, jetzt fällt mir erstmal nichts weiter dazu ein. Vielleicht kann ich erstmal was zu dem Innenfutterstoff sagen. Also Michael war, wie gesagt, derjenige, der die Jacke zuerst bekommen hatte. Und wir haben uns dann natürlich immer in der Fehleranalyse gefragt, wie kann das eigentlich passieren? Ich hatte mit ihm auch gefragt, wie ziehst du die an, was trägst du dazu? Also alles, was so irgendwie beeinflussen könnte. Wir hatten ja damals auch das Thema, dass du die Ellenbogenschützer zum Beispiel unter der Jacke getragen hast. Das war ja auch so ein Thema, wo wir überlegt haben, kann das eben dazu führen, wenn man das regelmäßig ein- und auszieht, dass der mehr beansprucht wird?
Und später ist dann in der Federanalyse zum Beispiel sowas aufgefallen, dass der Stoff halt so eine Besonderheit war, dass er andere Nadeln brauchte zum Nähen. Das heißt, Ullmann hat dann halt spezielle Nadeln bestellt, um das komplette Nahtverfahren zu ändern. Das hat eine ganze Weile gedauert, diesen Optimierungsprozess immer wieder zu steigern, sodass wir es jetzt aber auch geschafft haben, selbst mit dem, ich sage jetzt mal alten, weil wir für neuere Jacken auch schon neueres Innenfutter haben, eine sehr gute Haltbarkeit zu erreichen. Denn außer Michael ist tatsächlich ich glaube, wir haben inzwischen, habe ich heute nicht geprüft, ungefähr 200 Jacken und Hosen mindestens verkauft in der Zeit, ist Michael der Einzige, bei dem das tatsächlich passiert ist. Und die von meiner Freundin. Stimmt, ja, Flora, stimmt. Flora ja. Auch, da hatten wir das. Das heißt, das kann natürlich durch diese starke Beanspruchung sein, weil ihr beide gleich trainiert, aber es ist tatsächlich sonst mir keiner im Kopf gerade, wo das nochmal explizit vorgefallen ist. Wir hatten mal noch einen Reißverschluss, das weiß ich von wem anders. Es gibt halt Verbrauchsmaterial einfach, Innenfutter ist ja, wenn man so will, auch ein Verbrauchsmaterial, Reißverschlüsse auch, wo man dann geschaut hat zu optimieren. Wir haben auch die Reißverschlüsse zum Beispiel inzwischen auch ganz andere drin, die noch ein bisschen robuster sind. Ja, das vielleicht zu dem Innenfutter. Die neueste Jacke, ich nenne die jetzt immer MK2, die ab jetzt verkauft wird, die hat das neue Innenfutter, ist ein etwas robusterer Stoff. Aber wie gesagt, Michael ist halt wahrscheinlich wegen der ersten Jacke vielleicht auch so ein Spezialfall. Wir haben uns das bis heute, fragen wir uns das eigentlich immer wieder, warum das bei dir immer wieder passiert ist. Aber wir haben zumindest unser Bestes gegeben, um zu optimieren. Und für mich war das auch ein sehr spannender Prozess, dass dann die Näherei halt überlegt hat, wie rum wird genäht, ne? Ob man den Stoff zum Beispiel, wie verlaufen die Fasern von dem Stoff, dass man dann überlegt hat, muss man den eigentlich so rum reinlegen, damit er optimiert hält. Und echt viel ausprobiert und seither ist auch nicht wieder was gewesen. Aber man muss natürlich auch ehrlicherweise schon sagen, man sieht eben die Beanspruchung dieses Innenfutters, aber es ist auch nicht mehr eingerissen, wie ich sehen kann. Man hat diese Maschen, wie du gezeigt hast, wie Laufmaschen, das sieht halt nicht schön aus. Und das haben wir tatsächlich auch ab und zu als Rückmeldung bekommen, dass es das öfter gab. Aber so ein richtiges Einreißen, dass was kaputt gegangen ist, was über Abnutzung hinausgeht, tatsächlich nicht mehr. Also ich denke, da haben wir den Optimierungsprozess dank dir dann eben auch gut geschafft. Und du hast ja selber auch Ahnung von Produktentwicklung. Und das gehört ja zur Produktentwicklung dazu, so ein Optimierungsprozess am Anfang. Und da bin ich ganz froh, dass das so gut geklappt hat. Bei der Sache mit dem Stich haben wir auch lange überlegt. Und das ist tatsächlich, also dass eine Naht jetzt von dem äußeren Layer, sage ich mal, aufgegangen ist, ist absolut einmalig. Also das ist nie irgendwo vorgekommen. Wenn doch was vorgekommen ist, wurde es uns zumindest nicht gemeldet. Das ist natürlich für den Entwicklungs- und Verbesserungsprozess auch ein Problem, was ich jetzt aber nicht nachprüfen kann, weil ich die Informationen ja dann nicht bekomme. Du weißt nicht, ob jemand dir Informationen vorenthält. Sagt genau. Das Ding nimmt, das ist scheiße, ich schmeiß dich weg. Ja, also da auch eine Bitte an euch, wenn ihr das jetzt seht, wenn ihr irgendwo eine Jacke von uns habt, es ist nicht hilfreich für den Verbesserungsprozess, wenn ihr das bei euch behaltet. Also schreibt mich an, schreibt uns an, wir versuchen die Produkte immer zu verbessern, aber wenn ihr das für euch behaltet, können wir es halt dann auch nicht verbessern. Also uns heißt jetzt in diesem Fall dich oder Ullmann sozusagen, genau. Ich bin wirklich nur Kunde. Michael ist nur Kunde und ich bin auch nicht wir, sondern ich bin auch allein. Ne? Ich mache meine Schule und den Shop ja auch alleine und Ullmann ist eben der Hersteller und Unterstützer, der das Ganze für mich macht, nach meinen Designvorschlägen. Ja, haben wir irgendwas vergessen, Michael? Denn die Geschichte mit der Naht, also das haben wir auch, denke ich, geklärt. Ich denke auch, dass das vielleicht so der Fall gewesen sein könnte, der zu dem Mythos der Auflösung der Jacke, also der Pulverisierung sozusagen. Ihr seht, Michael benutzt sie oft. Man hat natürlich Verschleißspuren, wie bei anderen Jacken auch, in dem Obermaterial ein bisschen. Es ist halt ein Objekt, was im Ernstfall unser Leben schützen soll und wenn es halt regelmäßig benutzt wird, verschleißt es halt. Aber dafür, dass es jetzt seit 2 Jahren regelmäßig benutzt wird, bin ich zumindest zufrieden. Wenn du es auch bist, freut es mich auf jeden Fall sehr. Die andere Jacke werde ich euch auch nochmal präsentieren, nicht jetzt, aber vielleicht in einem anderen Video, wo ich nochmal die neuen Applikationen zeige. Und ja, das sind eigentlich so die Verbesserungen. Mir fällt jetzt gerade auch nichts mehr ein. Bist du denn insgesamt mit der Jacke und den Verbesserungsprozessen zufrieden? Also mit dem Prozess vor allen Dingen bin ich sehr zufrieden, weil das finde ich immer am wichtigsten. Also es ist ja nicht schlimm, solange nichts passiert, ne? In Anführungsstrichen ist es nicht schlimm, wenn irgendwie was kaputt geht. Aber wenn man dann das Gefühl hat, dass der Hersteller, also Ullmann und du in diesem Fall dann dahinterher sind und sagen, was ist denn jetzt eigentlich schiefgegangen, wir gucken uns das an,
in diesem Fall von der Naht gab es jetzt, glaube ich, keine wirkliche Ursache, die ihr gefunden habt, oder? Also, dass man sagt, nee, das hat aus diesen jenen Gründen nicht gehalten? Genau, also wir können nicht sagen, warum es passiert ist. Wir konnten es erstmal nur ausbessern. Was heißt nur, wir haben es ausgebessert, es ist nicht wieder passiert. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass es ein Einzelfall ist. Ja. Ne? Und es hilft einem, Probleme auszumerzen, wenn man Evaluationen hat, ne? Und sagen kann, okay, da ist regelmäßig irgendwas passiert, wo man es rausfindet. Ein Einzelfall ist echt schwer zu entscheiden, vor allem wenn man nicht dabei war, wenn es keine Videoaufnahmen gibt, sondern wenn man nur sehen kann, was am Ende noch da ist. Und ja, das ist leider im Moment nicht genau zu sagen, was genau passiert ist. Wir wissen nur, dass die Naht aufgegangen ist und sie ist nie wieder aufgegangen. Ja, und auch keine andere. Also auch keine andere. Muss man auch dazu sagen, dass wir im Training bei uns auch regelmäßig, also wirklich gezielt Stöße üben auf den Mann, auf den Torso und das auch im Freikampf, im Sparring sehr, sehr stark eingesetzt wird. Also da aller Nase lang, wie man so schön sagt, irgendwo eine Klinge sozusagen sich hier in die Nähte bohrt und die halten bisher dann einwandfrei, alle anderen auch. Dafür gibt es ja auch den Zertifizierungsprozess. Ja, ne? Genau. Das heißt, eine Sache, die zum Beispiel dann von dem Institut getestet wird, ist eben auch die Haltbarkeit. Das heißt, die Jacke hat dann eine bestimmte Anzahl an Waschmaschinenwäschen, wo das Material zeigen muss, dass es eben auch hält. Und neben Durchstoßtest etc. wird es dann eben auch geprüft und dadurch wird natürlich die Fehlerquelle extrem minimiert. Es kann nichts ausgeschlossen werden durch die Verfahren, aber wenn man es nicht gemacht hätte oder nicht macht, hat man natürlich ein größeres Potenzial für Fehlerquellen. So würde ich es jetzt vielleicht mal nennen. Ja, super. Dann würde ich sagen, Michael, vielen Dank für dein Feedback. Sehr gerne. Ihr seht auch, wir haben extra nichts geschnitten, damit ihr das vollkommen frei habt, außer das Einfügen von dem Bild vielleicht nachher noch. Wenn ihr noch Fragen und Wünsche habt, dann schreibt mich gern an. Vielleicht gibt es ja auch andere Leute, die gerne noch ihre Meinung sagen wollen, die auch gerne mal zu mir in die Schule kommen wollen. Ich nehme das auch gerne noch mit anderen Leuten auf oder mal online, das geht ja auch. Hauptsache wir haben viel Feedback und können auch so ein bisschen mit möglichen Vorurteilen oder Gerüchten aufräumen und das auf eine ehrliche und transparente Art und Weise. Das ist mir immer persönlich wichtig. Ja, möchtest du noch etwas sagen, Michael? Wenn ihr die Jacke mal anprobieren wollt, ich habe eine Größe 50, also kommt gerne mal in Dresden vorbei beim Training, wenn ihr in der Nähe seid. Größe 50 Linkshänder, muss man dazu sagen. Das ist auch noch ein Aspekt, also dass es sehr, sehr praktisch ist, einfach das Ding als Links-Variante zu bestellen, ohne da irgendwie zusätzliche Kosten zu haben. Fand ich ganz cool. Super. Achso, da fällt mir doch noch eine Sache ein, weil das immer wieder gefragt wird. Du hattest das vorhin so schön erwähnt. Der Unterarm ist ja nicht gepolstert. Ja. Jetzt müssen wir doch noch eine Pause machen. Ich glaube, das hört man auch im Video, dass da draußen schon wieder Party ist. Okay, es sei uns vergönnt, dass das leider hier so ist. Also, der Unterarm ist halt recht dünn und das hat ja einen bestimmten Grund. Vielleicht können wir das auch mal ganz kurz zeigen. Ist ja inzwischen nicht mehr geheim, sondern publik. Ich habe mich ja damals, Michael hatte das auch gefragt, im Entwicklungsprozess ja damals schon, warum ist der Unterarm eigentlich nicht gepolstert? Ich weiß noch, dass wir da eine sehr intensive, aber spannende Diskussion hatten. Sehr lange diskutiert. Ich habe immer gesagt, Paul, das kann doch nie funktionieren. Also es ist doch scheiße, wenn der nie gepolstert ist. Paul war nicht davon abzubringen. Genau, meine Idee dahinter war halt tatsächlich, ich habe festgestellt, dass wenn man etwas in die Jacke bringt oder unter die Jacke bringt, dass immer, wenn der Arm gebeugt wird, natürlich der Stoff sich dehnen muss. Also ich brauche halt mehr Stoff. Das heißt, entweder muss ich die Jacke dann länger machen, um den Stoff zu haben, oder ich habe mir gesagt, ich packe einfach die Polsterung oder den Schutz auf die Jacke. Und das war dann halt die Idee zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich einen Unterarm- und Ellenbogenschutz, den man dann drüber zieht. Und das Schöne daran ist nämlich, wenn wir in dem Unterarm keine Polsterung haben, ist es deutlich dünner und angenehmer, wenn man jetzt einfach nur noch den Schutz drauf macht. Ist jetzt natürlich, also kann mir jetzt schon denken, dass dann viele jetzt da sitzen und sagen, das ist doch nicht revolutionär, Paul, dass hier Unterarmschutz und Ellenbogenschutz drüber gezogen wird. Genau, das ist nicht revolutionär, aber was revolutionär ist, dass ihr einfach reinschlüpft, anpasst, zuzieht und fertig seid. Und das ist für mich in der Schule jetzt so mit Erfahrung, wenn ich sage, okay, Unterarmschutz anlegen, du hast es vielleicht auch, also dann sind die Leute erstmal 3-4 Minuten beschäftigt, brauchen vielleicht einen Knappen, dann bekommt der Griff Knappe gleich wieder eine neue Erfahrung
Und das haben wir halt hier nicht. Also ich habe das Produkt nicht nur wegen der Jacke designt, sondern ich designe nie Produkte, wenn ich sie nicht brauche, weil ich auch effizient arbeiten möchte, weil ich eine Schule leite. Ja. Und ich designe Produkte oder lasse sie nur dann entwickeln und herstellen, wenn sie nötig sind. Und hier ging es halt um Zeit, um Schutz, ja, und darum, dass man halt ein System hat dahinter, was zusammenpasst. Das hat man ja auch oft. Man hat ein Produkt, das ist cool, ein anderes Produkt, das ist cool. Will man beides haben? Tada. Und ja, so war der Gedanke halt auch hier. Also das nochmal so als Punkt, warum ist der Unterarm nicht gepolstert? Ihr könnt auch andere Armschützer dran ziehen, nicht falsch verstehen, aber da müsst ihr eben gucken, was für euch ganz individuell passt. Ja, mehr zum Armschutz könnt ihr in einem anderen Video sehen, nur dass man nochmal weiß, okay, warum ist das im Unterarm nicht gepolstert, macht ja gar keinen Sinn, werde ich halt immer wieder gefragt. Okay, ich denke, wir wollen die Zeit nicht überstrapazieren. Ja. Also vielen Dank, Michael, vom Fencing Club Dresden, dass wir auch nochmal Werbung für deine Fechtgruppe machen. Also wenn ihr nach Dresden fahrt, dann besucht den Michael. Michael ist ein toller Trainer, als Mentaltrainer ausgebildet und arbeitet da auch, kann ich nur weiterempfehlen. Und ja, schauen wir mal, wie die Jacke sich jetzt noch weitere 2-3 Jahre hoffentlich schlägt und was danach aussieht. Wie sie danach aussieht, bin ich mal gespannt. Vielen Dank, bis bald. Danke Michael, macht's gut. Tschüss. Ich weiß, dass du mir das nicht glaubst, aber die Jacke pulverisiert sich selbst. Pulverisieren. Ja, selbst. Pulverisieren. Das geht nicht. Ich war damit auf dem Turnier, meine Jacke, sie hat sich aufgelöst, Paul. Okay, das heißt, ich will das mal sehen. Eine selbst pulverisierende Jacke. Ja, probier's mal aus. Na gut. Also ich hau jetzt drauf. Ja. So richtig doll. Ja. Okay, pass auf, du hast ja hier eine von deinen leichten Motorfeldern. Du musst natürlich was nehmen, was dir auch auf dem internationalen Turnier begegnen kann. Okay, pass auf. Gut, ja, warte, lass mich. Falls sie sich doch pulverisiert, nicht, dass es mich ja auch noch erwischt. So, guck. Also, ganz klassisch, so sieht es dann aus.